Ja, moin und hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Rüdiger Droste von der Firma Droste Wassersport OHG und heute gibt es mal etwas Neues zum Zeigen, und zwar hier im Bereich von unserem Tohatsu MFS 25 MFS 30. Da gibt es was Neues. Viele haben mich gefragt, Mensch, du machst zur 30 PS, 25, 30 PS Klasse kaum Videos oder da gibt es noch keine Videos, weder von Mercury noch von Tohatsu. Woran liegt das? Das liegt daran, dass in dieser PS Klasse ein Modellwechsel ansteht oder anstand. Das hat sich schon im letzten Jahr angedeutet. Dieses Jahr hat es eine ganze Weile gedauert, bis die Sache dann so allmählich ins Rollen kam. Und bei Tohatsu ist jetzt es soweit, dass der erste Motor vom neuen Modell, vom MFS 30D, bei uns eingetroffen ist. Das ist das Nachfolgemodell hier vom MFS 30C, der auch nach wie vor noch am Markt ist. Den wird es das ganze Jahr 2022 und auch 2023 noch zu bestellen geben. Das D-Modell ist noch vollkommen neu. Es ist jetzt in den Fachzeitschriften hier und da schon mal vorgestellt worden. Man sieht und hört schon ein bisschen was davon, aber es gibt noch keine wirkliche Preisliste und es gibt auch noch kaum Verfügbarkeitsinformationen, wann jetzt welches Modell zu bekommen ist. Der Motor, der hier steht, wurde uns zur Verfügung gestellt von Tohatsu. Den haben wir sehr früh schon bestellt, auch um den Motor einmal für uns, für unser Service-Team einmal zu sehen, sodass wir unsere Mitarbeiter auch schulen können. Und dass wir euch hier auch die Informationen möglichst früh vorab geben können, damit ihr für die Saison 23 da schon mal gerüstet seid, wenn ihr das neue Modell haben wollt und das euch schon mal anschauen wollt, wie das Ganze aussieht. Ich habe extra einen MFS 30C und einen MFS 30D hier mal nebeneinander gestellt, sodass wir auch mal ein bisschen uns mal anschauen können, wo liegen die Unterschiede, wo sind jetzt Neuerungen, was ist anders, was ist definitiv ganz anders, was ist auch ungefähr gleich, wo ist was verbessert worden. Das möchten wir uns heute einmal zusammen anschauen. Interessanter Fakt am Rande, dieser MFS 30 EPL, der hier steht, EPTL, der hier steht, ist ein 30er Langschaft mit Powertrim, deswegen EPTL. Der hat die Seriennummer 0. Das ist also für Europa der Motor, der erste produzierte EPTL. Das ist schon was Spezielles, sieht man auch nicht alle Tage. Das ist also wirklich ein ganz aktuelles, neues Modell, das wir hier bekommen haben. Und da wird es auch noch ein bisschen dauern, bis die dann vernünftig auch verfügbar sind und lieferbar sind. Vorbestellen ist bis aktuell möglich, ja. Aktuell geliefert wird noch das alte Modell, wenn man jetzt aktuell vom Bestand was haben möchte. Für das D-Modell bitte speziell bei uns anfragen, wann das dann verfügbar sein wird. Kurze Rande zu denen, die bei Mercury auch auf das neue Modell warten. Das 25 und 30 PS Modell ist bei Tohatsu und Mercury baugleich, kommt vom selben Werk. Bei Mercury wird das auch kommen, werde ich auch vorstellen, wird bei Mercury aber auch im Frühjahr 23 dann werden. Ich weiß auch nicht, wann ihr das Video schaut, aber wenn ihr es jetzt aktuell schaut, müsst ihr noch ein bisschen warten. Wenn der neue 30er Mercury da ist, werde ich das Video auch mal hier oben dann verlinken. Ich sage immer 30er, es sind 25 30. Also es gibt alle Modelle auch hier von Tohatsu und auch von Mercury nachher als 25 und 30. Die Motoren unterscheiden sich technisch gar nicht. Es ist lediglich eine andere Elektronikanpassung, die diesen Leistungsunterschied dann ausmacht. Also alles, was für den 30 PS Motor gilt, gilt genauso für den 25er und auch umgekehrt. Ja, was wollen wir machen? Ich gehe gleich einmal mit der Kamera um beide Motoren einmal drumherum, zeige mal eben, wo die ersten Änderungen schon mal von außen sind, was da schon mal anders ist, und dann schauen wir uns das Ganze nochmal von innen an. Schon mal eben vorweg, das große Novum beim neuen Modell ist, und das ist auch wirklich sehr schön, dass es so ist, das Gewicht. Wir sprechen hier von einer deutlichen Gewichtsersparnis. Auch wenn die beiden Motoren erstmal nahezu gleich groß aussehen, das muss nicht viel zu bedeuten haben. Das Gewicht ist signifikant anders. Wir haben hier, damit ihr schon mal ein paar Daten habt, wir haben hier beim leichtesten Modell, bei dem Modell mit der Pinne, beim neuen Modell, fängt das Ganze an bei 58 Kilogramm für den 25er und den 30er Pinne mit der Handstartpinne ohne E-Start. Also nicht hier der mit Powertrim und E-Start, sondern das leichteste Modell, Handstartpinne, und dann eben beim 25er und 30er gleich. 58 Kilo, beim alten Modell 72,5. Also deutlich
schwerer. Macht immer so gerade bei tragbaren Motoren, die man immer noch mal bewegen möchte, schon gewaltig was aus. Fakt am Rande, 58 Kilo. Das ist nahezu die Gewichtsklasse, in der bis vor kurzem fast alle 15 PS Viertaktmotoren unterwegs waren. Sowohl bei Mercury, Yamaha, Honda, Tohatsu, Suzuki, wie sie alle heißen, war 50 Kilo, 55 Kilo völlig normal für einen Handstart-Pinne 15er. Mittlerweile sind wir knapp unter die 50 Kilo gerutscht, auch bei Tohatsu und bei Mercury. Aber hier haben wir bei 58 Kilo einen 30 PS Motor, die doppelte Leistung, bei nur knapp 10 Kilo mehr Gewicht. Das ist tierisch leicht, also wirklich super leicht. Das hat schon einen riesen Vorteil. Gewichte hier bei diesen Modellen mit Powertrim, E-Start und allem Pipapo 72 Kilo, 72,8 und hier 88,5. Also auch nochmal ein deutlicher Unterschied. 72 und ein bisschen zu 88. Ja, das ist einmal das Gewicht, das ist halt das ganz große Neue, was die so leicht sind. Macht für einige Boote einen riesen Unterschied, für andere nicht. Bei einer festen Montage ist das Gewicht jetzt nicht so tragisch, aber gerade diese Motoren fallen jetzt in Bootsbereiche rein, die früher für maximal 15, 20 PS geeignet waren, kommen wir jetzt mit 30 PS. Es gibt viele Schlauchboote und viele Kunststoff, GFK, Angelboote in der Klasse 4 bis 5 Meter, die eine Gewichtsbegrenzung haben für den Motor von 60 Kilogramm. Da darf der Motor nicht schwerer sein. Da war früher bei 20 PS spätestens Schluss. Es gab nichts, was da drüber ging. Und jetzt können wir ohne Probleme bis zu 30 PS vom Gewicht her, kein Problem, an die Boote montieren. Das ist also, es wird sich ein ganz neuer Markt, ein ganz neuer Bereich für Boote bis 30 PS da finden. Ja, das war soweit am Rande. Wir fangen mal mit dem Rundgang an. Auf geht's. So, wir gehen einmal auf beide Modelle mal drauf zu. Wir gehen einmal drum rum, dass man einmal sehen kann. Dieser Motor ist übrigens das EPTL-Modell mit Powertrim. Nicht wundern, dieses ist ein EPL ohne Powertrim. Deswegen hat der die Hydraulikeinheit nicht. Ansonsten ist das alles, derselbe Motortyp, sage ich mal. So, es ist nicht nur der Motor neu, es ist auch das Unterwasserteil neu, das Getriebegehäuse ist komplett neu. Die Getriebeübersetzung heißt also die Zähnezahl und die Propellersteigungen, die man verwenden kann, ist übrigens gleich geblieben. Da gibt es keine Unterschiede. Das heißt, wenn man vom aktuellen Modell auf das zukünftige Modell wechseln möchte, kann man also die Propellersteigung und alles weiter benutzen. Da hat sich nichts geändert. Trotzdem ist das Gehäuse hier, das Getriebegehäuse auch mit dem Motor gemeinsam komplett neu aufgelegt worden. Es ist stromlinienförmiger, effizienter natürlich, dadurch auch kraftstoffeffizienter geworden. Also komplett neues Getriebegehäuse. Dann Änderungen sind hier, da sieht man die Motoraufhängungen. Das ist die Verbindung zwischen dem Motorteil und der Platte, die ans Boot montiert wird, das sogenannte Transom. Dieser Teil, der hat hier oben auch nochmal so eine Verbindung, so eine Aufhängung. Die ist beim neuen Modell weiter auseinander. Der Abstand hier ist größer. Das ist also auch geändert worden. Dadurch ist das Ganze vibrationsärmer, laufruhiger und auch das Lenken ist angenehmer. Bei der Fernlenkung hier merkt man es jetzt nicht, aber wenn man den Motor mit Pinne hat und man lenkt von Hand mit der Pinne, dann wird man merken, dass bei Kurvenfahrten das Ganze angenehmer zu fahren ist. Ja, das ist also hier weiter auseinander. Beim aktuellen Modell sind die Aufhängungen etwas dichter beieinander, sind auch etwas anders ausgeführt. Ansonsten, ja, beide Modelle haben nach wie vor, wenn sie E-Start haben, trotzdem noch einen Handstarter. Das heißt, das finde ich auch sehr gut, das ist auch ganz wichtig, dass man diese PS-Klasse auch von Hand starten kann. Wir haben nach wie vor eine batterielose EFI, bedeutet eine Benzineinspritzanlage, die auch ohne Batterie funktioniert. Der Elektrostart und Powertrim funktioniert natürlich nach wie vor nur mit Batterie, wenn die Batterie angeschlossen ist. Aber wenn wir mal in der Situation sind, dass keine Batteriespannung mehr da sein sollte, weil die Batterie über die Wochen irgendwann im Hafen mal leer gegangen ist, dann ist das kein Problem. Man kann die Motoren nach wie vor einfach von Hand anwerfen. Die springen sofort an und die Lichtmaschine dann anfängt zu laden, dann lädt die auch unsere Bootsbatterie wieder nach. Das also bis zum 30 PS haben alle Modelle dann auch nochmal den Handstarter. Ja,
wir gehen hier mal weiter um die Motoren drum herum. Was sich ein bisschen geändert hat, ist zum Beispiel der Anschluss für den Spülanschluss, für die Frischwasserspülung. Die ist hier beim C-Modell hier oben unter der Seitenauflage. Das hier, das dreht man raus, da ist ein Gewindeanschluss hinter. Das sitzt bei dem aktuellen C-Modell hier oben. Beim D-Modell sitzt es unten am Schaft. Das ist die gleiche Aufnahme, die wir auch beim 1520 PS, beim neuen 1520 PS Modell da verwenden. Das ist auch der gleiche Adapter. Dann anders geworden ist der Haubenverschluss. Hier beim C-Modell noch mit dem Riegel, den man aufmachen muss hier unten, um die Haube zu entriegeln, um die dann zu lösen. Beim D-Modell haben wir diesen Schnapper, den man auch schon kennt vom neuen Modell 1520. Das ist hier also alles übernommen worden, wie auch vieles andere aus der Neuentwicklung des 1520 EFI, der ja 2018 rauskam. Da sind viele Komponenten, die sich da gut bewährt haben, sind jetzt hier auch eingeflossen, um den 2530 auf Diät zu setzen, um den leichter zu bekommen. Das ist also hier, findet sich da vieles wieder von dem Modell. Ja, so viel einmal von außen. Unterschied übrigens noch am Rande, ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Der C-Modell hat serienmäßig einen Kraftstoffsteckeranschluss hier an der Seite, wo man den externen Benzintank anschließt. Das ist also quasi der Kuppler hier. Das war bei dem Modell immer noch drin. Beim neuen Modell, aber nur bei denen mit Fernschaltung, hat man das nicht mehr. Hier sitzt kein Benzinstecker mehr vorne am Motor. Man hat hier einen Schlauchkonnektor, sodass man hier dann einen internen Tank oder einen festen Tank direkt anschließen kann. Wer hier einen abnehmbaren Stecker dann noch haben möchte, um den anzukuppeln, den externen Tank anzustecken, der muss den dann eben da entsprechend separat nachbestellen. Der ist also bei dem neuen Modell ist das eben alles schon drin. Wir haben extra hier jetzt auch einen runden Ausgang für unsere Gas- und Schaltzüge. Batteriekabel kommt hier raus, das Kabel der Fernschaltbox geht hier rein und der Schlauch vom Benzin kommt hier raus, sodass man hier ein Rigging Tube montieren kann. Ein Schlauch, der hier drauf gesteckt wird, der komplett abgeschlossen bis an den Bootsspiegel herangeht, sodass man keine losen Leitungen rumfliegen hat, dass alles fest installiert wird in einem dicken schwarzen Installationsschlauch. Den muss man zusätzlich bestellen, dann hat man hier eine ganz saubere Installation. Kennt man auch schon vom 40 bis 60er Tohatsu. Also hier, das ist jetzt hier so vorbereitet, dass man das hier so aufstecken kann. Ja, dann so viel einmal, was wir von außen uns anschauen können von den beiden Modellen. Wir gehen dann gleich einmal, ich nehme mal die Motorhauben runter und dann gehen wir einmal drum und schauen mal, was sich unter der Haube getan hat. So, ja, dann wollen wir mal das Geheimnis lüften. Dann wollen wir mal einmal schauen, wie es hier unter den Motordeckeln aussieht. Wie gesagt, hier ist die Arretierung. Den Hebel hier unten öffnen, dann kann man hier die Motorhaube runternehmen beim C-Modell. Beim D, genauso wie beim 1520 MFS und auch beim Mercury, hier diesen Verschluss aufmachen und dann zieht man die Haube nach oben runter. Ist es vom Boot aus, wenn man sich über den Motor beugen muss, um das aufzumachen, ist das hier einfacher aufzumachen als das. Wenn man hier eben weiter runtergreifen muss und man auch mehr drücken muss, hier mal noch einmal ziehen, dann ist das auf. Das ist auf jeden Fall auch gut, dass das geändert worden ist. Es ist also, wie gesagt, auch bewährt vom 15er und vom 20er. Das funktioniert wunderbar. Ja, so sieht es hier unter der Motorhaube aus. Wir sehen natürlich jetzt hier von diesem Motor die in Fahrtrichtung gesehen die Steuerbordseite und hier sehen wir, wenn wir von hier drauf gucken, die Backbordseite. Ich gehe aber auch gleich hier noch einmal drum herum, sodass man mal eben sehen kann, was sich hier geändert hat. Also man sieht auf jeden Fall auf den ersten Blick schon, das ist keine Weiterentwicklung des alten Motorblocks oder des alten Motors, sondern das ist neu. Das ist komplett neu. Das ist also, es sind ein paar Komponenten wiederverwendet worden, wie eben zum Beispiel die Zündspulen, die mechanische Kraftstoffpumpe, aber das war es dann auch. Es ist also eine komplett neue Konstruktion. Es ist ein ganz anderer Motorblock. Wir haben hier 521 Kubikzentimeter, wir haben hier 500 Kubikzentimeter, wir haben eine komplett geänderte Ansaugbrücke, die ist hier aus leichtem Material. Ganz andere Ansaugwege, eine komplett andere Einspritzanlage auch, die
auf der Basis des 1520ers funktioniert. Für die Techniker unter euch, wen das interessiert, wir haben hier eine Benzineinspritzung eben vom 15er und vom 20er, die eine modulierte Kraftstoffpumpe hat. Also das heißt, das Steuergerät die Benzinmenge nicht nur über die Einstellzeit der Einspritzdüsen, also die Öffnungsdauer, sondern wir haben auch eine drehzahlgeregelte Benzinpumpe, die also ihre Drehzahl variabel verändern kann. So kriegen wir eine noch effizientere Gemischbildung hin und wir haben da auch kein richtiges Druckregelventil drin, sondern es ist eben dadurch, dass der Benzindruck wird über die Drehzahl der Pumpe auch angepasst und. Das sind also alles Techniken, die vom 1520er weiterentwickelt und übernommen worden sind. Und die typische EFI, also EFI, das ist ja die zweite Generation EFI beim 25 und 30. Vorher gab es ja noch die Vergaser beim B-Modell. Dann kam dieser hier ja raus mit der erste Motor mit EFI in der PS-Klasse. Und hier haben wir eben noch die traditionelle oder die doch sehr bewährte, muss man wirklich sagen, ist über viele Jahre absolut problemlos gelaufen, diese Technik mit Druckregelventil und so weiter, funktioniert super. Nur hier haben wir eben weniger bewegliche Teile und es geht eben ja auch ums Gewicht. Und da brauchen wir eben, hier haben wir weniger Material einfach drin, das Gehäuse ist kleiner, für die Pumpe drin sitzt und. Ja, das nun mal eben so für die Techniker, die das am Rande vielleicht interessiert. Ja, wir nehmen einmal gleich mal die Kamera und dann gehen wir einmal drum zu und schauen uns das Ganze mal einmal an, was sich hier so getan hat. So, nehmen wir uns noch einmal den MFS 30C hier mal eben zu Gemüte. Wir haben, nicht gleich wundern, wir haben bei dem neuen D-Modell, weil der ja Power-Trim hat, es gibt diesen natürlich auch mit Power-Trim schon ewig und da sind natürlich die Relais noch drin, deswegen ist etwas mehr Kabellage unter der Haube. Ansonsten ist die Aufmachung aber identisch. Wir haben hier den Ölpeilstab unten, wir haben hier die Ansaugbrücke aus Aluminiumguss, eine große Ansaugbrücke mit dem Luftsammelbehälter davor und gehen dann hier in die der Ansaugkrümmer mündet hier in den Zylinderkopf und hier sitzt dann die Einspritzrail, die Einspritzventile. Hier oben füllen wir das Öl nach, hier unten können wir das Öl peilen. Hier haben wir den Haken zum Einhängen des Motors, um ihn anzuheben. Hier unten haben wir unseren kleinen Kraftstoffvorfilter. Hier haben wir den Ölfilter, hier haben wir das Fuel Supply Modul oder das VST, Vapor Separator Terminal, sodass wir hier drin sitzt unsere Kraftstoffpumpe, oben drauf der Druckregler. Hier haben wir den elektrischen Anlasser, elektronische Anschlussbox und. Das ist alles bekannt, das werden die meisten soweit kennen, ist auch jetzt nichts Großartiges sonst großartig dran. Ja, das ist eben einmal aktueller Stand und hier kommen wir jetzt zum neuen Modell. Wir sehen jetzt hier wieder die Steuerbordseite vom neuen Modell und da haben wir vorhin bei dem anderen Motor gesehen, die Ansaugbrücke aus Aluminiumguss. Hier haben wir eine Ansaugbrücke aus Kunststoff. Denken sich viele, na, Kunststoff, ist das so gut? Ja, das ist gut, weil es ist zum einen leicht, das ist schon mal das Gute, und das Ganze ist thermisch. Ein großer Vorteil. Thermisch aus dem Grunde, wenn Luft angesaugt wird, gerade bei kaltem Motor, dann wird die in dem kalten Ansaugkrümmer natürlich noch weiter abgekühlt. Der Motor ist ja erstmal kälter als die Umgebung und das hat man eben hier bei einem Kunststoffkrümmer nicht. Beim Kunststoffkrümmer hat man relativ neutrale Ansauglufttemperaturen. Hier haben wir den Einlass hier vorne, wird die Luft angesaugt, haben wir den Drosselklappensensor, das ist aber beim alten Modell genauso, aber wir gehen dann in einen Kunststoffansaugkrümmer. Der ist natürlich viel leichter und er ist thermisch stabiler, also für den Motor thermisch einfacher, eben auch im kalten Zustand möglichst schnell, möglichst kraftstoffeffizient und abgasarm zu arbeiten. Dann haben wir hier auch die Einspritzrail wieder, die Technik ist ansonsten die gleiche, ne? Direkt in den vom Ansaugkrümmer in den Zylinderkopf, direkt davor wird eingespritzt. Das Schöne zum Beispiel ist hier, wir haben hier wie beim 1520er unseren Peilstab oben auf dem Motor. Wenn man hier von oben drauf guckt, sehe ich direkt oben den Peilstab, kann hier rausziehen und habe das relativ schnell in der Hand. Beim anderen Motor, beim C, haben wir gerade eben gesehen, sitzt das Teil hier unten. Ansonsten Öl einfüllen, auch hier oben identisch. Kraftstoffpumpe und Zündspulen sind vom vorherigen Modell übernommen worden. Die sind bewährt, die funktionieren wunderbar, da musste man auch nichts ändern.
Wenn wir hier rumkommen, sehen wir die Backbordseite vom D-Modell. Da sehen wir, wir haben hier den Kraftstoffvorfilter und zwar den vom 1520er mit dem schönen roten Ring drin. Wer meine anderen Videos schon gesehen hat, da zeige ich den auch immer. Dieser rote Ring bedeutet, solange der hier unten liegt im Gehäuse, haben wir kein Wasser im Kraftstoff. Sollte sich in unserem Bootstank Wasser gesammelt haben und hier sammelt sich so peu à peu ganz langsam Wasser an, dann steigt dieser Ring langsam nach oben. Der hebt sich erst ein bisschen vom Boden ab, bleibt dann so auf halber Höhe und wenn es ganz schlimm kommt, wenn nichts mehr geht, dann steigt der hier bis nach oben und der Motor wird dann auch nicht mehr laufen, weil dann kriegt er ja nur noch Wasser. Deswegen, wenn man mal den Motor kontrolliert und man macht den Deckel runter, wenn man hier schaut, der Ring liegt unten, dann ist alles im grünen Bereich. Ja, hier haben wir unseren Ölfilter, etwas einfacher, man kommt viel besser ran, man kommt besser an den rauszuschrauben, es kann nichts mehr davor gebaut, sodass man das vernünftig ansetzen kann. Und wir haben einen Spill-Free, das bedeutet, wir haben hier unten eine kleine Auffangpfanne. Wenn wir den Ölfilter ziehen, dann läuft das Öl nicht am Motorblock runter und versickert irgendwo in den Tiefen der Ölwanne, sondern wir haben hier einen Auffangbehälter mit einer kleinen Kappe, die kann man abziehen, dann kann man das Öl rauslaufen lassen, was übergelaufen ist, das Ganze sauber machen, einen neuen Filter reindrehen, super saubere Sache. Natürlich für den Servicetechniker schön, der das macht, aber auch für den Kunden schön und immer einen sauberen Motor. Ja. Hier ist die Motorsteuereinheit, auch eine komplett neu entwickelte Motorsteuereinheit, funktioniert komplett, ja, ist also nicht mehr die gleiche wie früher, ist eine komplett neue Motorsteuereinheit, auch mit Seriennummer gespeichert in der Motorsteuerung, was eben sehr gut ist, auch für die Sicherheit, dass einem das Ding nicht so ohne weiteres geklaut werden kann. Oder wenn es, dann wird es besser wiedergefunden, weil die Seriennummer im Motorsteuergerät hinterlegt ist. Ja, wenn wir hier vorne rumgehen, hier haben wir unseren Sicherungsterminal, hier sind die Sicherungen drin für den Motorstromkreis. Wir haben hier vorne eine gekapselte Elektronik-Anschlussbox für unser Kommunikationskabel mit dem Boot, was vorne in die Schaltung angeschlossen wird. Das liegt jetzt hier unten schön geschützt. Das lag beim alten Modell, ich kann mal rüberschwenken, alt sage ich immer, aktuelles Modell, lag das hier oben drauf. Hier war der Stecker früher, war so ein bisschen exponierter. Der liegt jetzt hier unten schön geschützt, hier unten drunter. Ja. Ansonsten, wie gesagt, hier sind die Einläufe, das ist ja ein Fernschaltmodell, hier unten wird geschaltet, hier werden die Schaltzüge eingehängt, das ist aber identisch wie beim vorherigen Modell. Ja, ansonsten, ja, der Haken hier zum Aufhängen, wenn man den Motor mal abheben möchte, gerade bei den Schlauchbootmotoren, die auch mal mit dem David-Kran angehoben werden, kann man hier oben schön einhängen. So war das früher gelöst vorher. Der Haken war etwas kleiner hier von der Öffnung, da war es ein bisschen schwieriger durchzukommen. Hier haben wir jetzt einen schönen großen Haken, da kann man auch mal einen Tampen durchziehen oder eine Leine oder einen Spanngurt oder was und dann den Motor damit anheben, wenn man den montieren will und demontieren will. Ja, das eben einmal dazu. Dann komme ich noch zu ein paar Features vom Motor, die er hat, die er kann. Das werde ich gleich noch mal eben so einmal eben zeigen. Ja, was gibt es sonst noch Neues zu berichten? Was hat sich noch an den Motoren geändert oder was wird sich ändern? Eigentlich gar nicht viel. Es wird den Motor nach wie vor geben als Pinnenmotor, als Motor mit Elektrostart und Fernschaltung. Es wird ihn geben mit Pinne und Elektrostart, mit Fernschaltung und Elektrostart, in Kurz- und in Langschaft, mit und ohne Powertrim. Das sind so die Modelltypen, die wird es auch nach wie vor, daran wird sich so großartig nichts ändern. Wie gesagt, das ist der große Vorteil, eben das neue Gewicht. Der Motor ist deutlich leichter. Das ist schon mal eine sehr schöne Weiterentwicklung, da sich der Markt eben da erweitert und man kann eben Boote mit 25 oder 30 PS ausstatten, mit denen das vorher eben nicht ging. Dann haben wir als Neuerung oder als Weiterentwicklung eine etwas stärkere Lichtmaschine. Also wir haben ja keine Lichtmaschine, wir haben eine Ladespule, die Batterie lädt. Die Starterbatterie auflädt, sobald der Motor angelassen worden ist, lädt die Batterie nach. Hier haben wir eine Leistung von 15 Ampere, also 15 Ampere Ladeleistung. Beim neuen Modell haben wir 17,5 Ampere Ladeleistung. Troll Control haben beide, sowohl das aktuelle Modell als auch das zukünftige Modell. Troll Control, das ist was für die Angler, für die Fischer, die ein Boot ganz langsam über den See fahren möchten und die Schleppgeschwindigkeit einstellen möchten über ein Absenken der Leerlaufdrehzahl. Das kann man also machen, indem man den Motor, sobald er eben warm gelaufen ist, kann man über das Drücken des Zündschlüssels die Leerlaufdrehzahl sukzessive
absenken, um eine noch langsamere Schleppgeschwindigkeit zu bekommen. Also Troll Control gab es schon, Troll Control wird es weiter geben. Ja, ansonsten den neuen Motor gibt es jetzt auch in weiß. Die sind ja dunkelblau, auch wenn es schwarz aussieht. Tohatsus sehen immer schwarz aus, die sind auch fast schwarz, aber es ist ein ganz dunkles Blau. Die wird es auch in weiß geben, heißt also auch bestellbar in weiß. Ob es den 25er in weiß geben wird, ist noch nicht, konnte mir keiner sagen. Den 30er wird es auf jeden Fall geben in weiß. Also den können wir euch dann bestellen oder ihr müsst eben bei uns anrufen, dann, wenn es soweit ist, ob wir den dann auch in der Farbe auf Lager haben. Zu Preisen kann ich auch noch nichts sagen. Wird der Preis gleich sein? Wird der Preis anders sein? Es gibt noch keine Preislisten dafür. Einfach eben bei uns dann in den Webshop reinschauen, www.droste-wassersport.de, und dann unter Tohatsu findet ihr den dann, sobald der da gelistet ist in den einzelnen Modellen. Dann könnt ihr die Preise sehen. Ob sich da was ändern wird, gehen wir mal von aus. Aber das ist noch nicht, noch nicht raus. Ja, ansonsten die wie gesagt, Getriebegehäuse sind geändert. Wir haben weniger Wasserwiderstand. Wir haben die zweite Ansaugöffnung fürs Kühlwasser, sodass der Motor über 2 Wege Kühlwasser ansaugen kann. Ist eben sehr ausfallsicher und eben auch, denn wenn man schnell fährt und bei Wellen fährt, sodass der Motor immer ausreichend Kühlwasser bekommt. Ja, Gewichte sind leichter, habe ich euch schon gesagt. Die Motoraufhängungen sind anders, die Abstände der Mounts sind anders. Ja, und wir haben eben auch hier, das wurde auch noch so kommuniziert, dass dieser Motor auf E-Fuels getestet ist schon. Das bedeutet, noch sind E-Fuels, also synthetisch hergestellte Kraftstoffe eben aus elektrischer Energie, ja in der Planung. Das neue Modell ist damit schon getestet und zertifiziert. Es wird bei den alten Modellen, soweit ich es weiß, auch keine Schwierigkeiten geben. Ich habe zumindest noch nichts davon gehört, von denen, die die Tests schon gemacht haben. Auch mit dem 15er und dem 20er soll es wohl funktionieren. Auf jeden Fall ist der neue, kommt gleich mit der Freigabe dafür. Das wird also zukunftssicher auf jeden Fall irgendwann ja mal ein Thema werden. Da wird es also auf jeden Fall keine Schwierigkeiten geben. Ja, dann der Lieferumfang. Der 25 Liter Benzintank ist nach wie vor bei beiden Modellen der gleiche. Lieferumfang hat sich auch nicht viel geändert. Werkzeugkit ist dabei, Handbuch ist dabei, ja, was man eben so braucht. Fernschaltboxen gibt es verschiedene. Das ist einmal standardmäßig immer die Side Mount, also die seitlich an die Bootswand gebaut wird. Die ist im Lieferumfang halt immer dabei. Die ist beim 15, 20, 25 und 30 auch nicht separat Overpack bestellbar. Also das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, ich möchte da jetzt direkt den Motor mit einer Schaltung bestellen, die halt nicht die Seitenmontagebox ist, linksseitig, rechtsseitig montiert. Die ist immer dabei. Beim Mercury ist das selektierbar, da kann man es halt so bestellen. Hier ist es beim bis zum 30er immer im Karton, also immer im Lieferumfang dabei. Wer das Video gesehen hat vom 40, 60 und vom 75 bis 140, da haben wir halt auch bei Tohatsu selektive Overpacks. Bedeutet, ihr könnt den Schalthebel mitbestellen, ob ihr jetzt einen haben wollt von oben ins Armaturenbrett eingebaut oder einen Seitenmontage, Unterputz. Den könnt ihr natürlich zukaufen, ist aber ein Zubehörteil. Wenn ihr den Preis haben wollt, hier beim 2530 für diesen Seitenmontagehebel, blende ich euch mal eben ein. Einmal jetzt den die Standardschaltung und eben die separat dazu kaufbaren. Ne? Da habt ihr halt dann entsprechend, die müsst ihr halt dann extern dazu kaufen. Aber zu 99% werden hier die Seitenaufbaumontageschaltungen gekauft oder die passen auch in fast alle Boote rein. Ja, das eben einmal so zur Modellinfo. Ich werde mal eben sehen, dass ich dann, wenn es denn soweit ist, diesen Motor auch noch mal auf dem Wasser euch dann präsentieren kann und dann auch mal ein bisschen mehr auf die Details eingehen kann. Das wird aber noch wahrscheinlich ein bisschen dauern. Wenn das Video soweit ist, verlinke ich das nochmal, damit ihr dann da auch direkt hinfindet. Ansonsten, ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wem das Ganze gefallen hat, da wäre ich natürlich auch sehr dankbar für ein Abo und einen Daumen nach oben. Gleich im Abspann hier werden noch unsere weiteren Videos verlinkt von allen Tohatsu, allen Mercury Außenbordern, die wir bisher hier vorgestellt haben und auf dem Wasser getestet haben, auch von unseren Soleil Dieselmotoren, von Simrad und
Low Runs, Marineelektronik ist auch einiges da drin und auch viele andere Artikel, die auf unserer Website auf www.droste-wassersport.de auch zu finden sind, im Webshop zu finden sind, auf eBay Kleinanzeigen zu finden sind. Wenn auch Fragen zu dem Ganzen sein sollten, irgendwas unklar oder irgendwie was ihr möchtet gerne ein Angebot haben, ruft uns gerne an. Schreibt uns eine E-Mail oder kommt persönlich vorbei. Ist alles möglich, jederzeit gerne. Wir werden euch da ein Angebot auf jeden Fall unterbreiten. Wir haben auch viele Motoren auf Lager, die wir euch dann zeigen können. Ja, gleich im Abspann werden noch unsere weiteren Videos verlinkt. Da mal eben einmal reinschauen. Ich bedanke mich, sage bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, ciao.